heute hoch hinaus. Es geht ums Aufrichten, Ausschieben und Drehen. Ich bin in einem Magirus Deutz Merkur unterwegs. Die Drehleiter schraubt sich 25 Meter in die Höhe und wir sprechen über den ein oder anderen feurigen Einsatz der DL25. Das ist ein Hubrettungsfahrzeug. Das ist PS-Speicher TV. Die Geschichte von Leitern reicht weit zurück. Bis zu 5000 Jahre. Damals natürlich noch ohne LKW darunter. Aber Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts auch immer mehr bei Feuerwehren im Einsatz. Vielleicht auch auf Geheiß des damaligen Feuerwehrkommandanten Konrad Dietrich Magirus in Ulm. Ausfahrbar waren die Leitern damals schon und die drehbaren Türme erhielten Rollen. Ich mache jetzt einen Zeitsprung in die 1950er Jahre. In der Nachkriegszeit erlebten die Drehleitern eine echte Renaissance. Zuerst wurde sehr viel wiederverwertet, zusammengesucht, bis dann 1955 die Stadt Hamburg die erste neue Drehleiter nach dem Krieg bestellte. Genau genommen waren noch zwei Hersteller übrig, Magirus in Ulm und Metz in Karlsruhe. Wie immer bei Feuerwehrfahrzeugen habe ich mir Unterstützung, einen echten Zeitzeugen an die Seite geholt. Unseren ehrenaktiven und früheren Kreisschirmmeister Friedel Oppermann. Hallo Friedel. Hallo mein lieber Stefan. Friedel, die DL25 kam ja als Neufahrzeug zu euch. Was waren damals die Kriterien an ein Feuerwehrlöschfahrzeug? Ja, die Kriterien waren, dass wir ja mit der Zeit mitgehen mussten. Die Gebäude wurden höher. In den 60er Jahren war eine Brandbekämpfung ohne Drehleiter nicht möglich gewesen. Wo wir damals Schwerpunkt gelegt haben auf Brandbekämpfung in Augenhöhe. Und das heißt, wenn Dachstuhlbrände sind in der Innenstadt, dass wir die auf gleicher Augenhöhe, sagt man, bekämpfen können. Und das war bis dato nicht möglich. Davor hatten wir eine Anhängerschiebeleiter mit 15 Meter Steighöhe. Das war natürlich nicht mehr zeitgemäß. Bei einer Drehleiter kommen ja viele Baugruppen zusammen. Mechanik, Hydraulik, Elektrik oder Elektronik. Wie ist denn die DL25 hier aufgebaut? Also unsere DL25 ist aufgebaut auf ein Fahrgestell Merkur mit einem Motor mit 125 PS Leistung. Und der Leiterpark wird angetrieben durch ein mechanisches Getriebe. Also hier ist keine Elektronik installiert. Es geht alles Mechanik und dadurch auch kaum anfällig. Die Drehleiter hat in den Jahren, wo sie im Einsatz war, uns treue Dienste geleistet und hat somit auch nie Fehler aufgewiesen, weder noch große Reparaturen. Ich wüsste nicht, dass da noch mal eine große Reparatur dran gewesen ist. Das Einzige, was mal neu geworden ist, das sind die Auszugsseile. Wo war der Merkur im Einsatz? Du hast schon von der Brandbekämpfung gesprochen, aber eine Drehleiter ist ja auch für die Menschenrettung im Einsatz gewesen. Ja, bei der Brandbekämpfung vorwiegend im Einsatz gewesen bei Dachstuhlbränden hier in der Stadt Einbeck. Auch mussten wir Personen retten aus dem Fenster bis zu einer Steighöhe von 25 Metern. Es ist natürlich problematisch bei so einer Drehleiter, weil die ja keinen Korb hat gegen heute, die modernen Leitern. Da konnte man nur gehfähige Leute aus dem Objekt retten, was unter schwierigen Bedingungen immer gelaufen ist. Ihr habt den Magirus 2000 außer Dienst genommen oder abgemeldet. Ja. Warum und was ist danach mit dem Fahrzeug passiert? Ja, Grund war die Abmeldung, dass wir ja 1977 eine Drehleiter, eine moderne Drehleiter beschafft haben mit Korb und auch Hydraulik und elektronisch gesteuert. Und da kriegte ich den Auftrag, die Leiter abzumelden. Und dann ergab sich, dass ich die Leiter selber gekauft habe, weil es danach aussah, dass die Leiter irgendwie verschrottet oder sollte irgendwie anders verkauft werden. Und das war mir zu schade, weil ich die Drehleiter selber 1962 aus Ulm geholt habe und jahrelang die Leiter auch bedient habe. Und da hängt ja auch ein bisschen Herzblut dran. Und so bin ich glücklich und zufrieden, dass die Leiter wieder der Öffentlichkeit zugänglich ist und im LKW-Depot-Bus ausgestellt wird oder untergestellt ist. Danke Friedel für diesen Rückblick.
Und ins PS-Speicherdepot LKW und Bus bringen wir jetzt auch den Magirus zurück. Dort könnt ihr sie auch besuchen. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge PS Speicher TV wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.